Wie würdest denn du sagen, wie sieht denn für dich so ein gutes Essen aus, von deinem Gefühl her? Weil ich finde, Essen hat viel mit Gefühl zu tun. Mhm. Und wenn es so eine Sache gibt, wo ich immer weitergebe, wenn die Leute mich fragen, Lia, was soll ich denn essen? Was soll ich denn nicht essen? Soll ich Veganer sein? Soll ich Vegetarier sein? Du hast ja erwähnt, dass es bei dir vegetarisch-vegan gibt. Ähm, wie macht dein Gefühl nach gutes Essen aus? Weil ich sage, man muss das Essen fühlen. Wie fühlst du dich Ja, davor, danach? Wie ist es dann bei dir? Was ist dann deine Perspektive? es muss mit Liebe gekocht sein. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Ähm, weil ich glaube, wir sind ja alle aus Sternenstaub, so auch der Brokkoli und der Sellerie und die Kartoffel. Und wenn da ein wertschätzendes Feld entsteht, wenn man das kocht, dann ist das gut. Und viele Gewürze. Also ich bin Mensch, ich habe keine Ahnung, wie viele Gewürze und benutze die auch gerne. Gerade in der vegetarischen Küche ist Würze die halbe Miete. Und um nachhaltig satt zu werden, ist auch eine gewisse Vielfalt gut. Also Proteine und Kohlenhydrate und Nüsse und verschiedene Aggregatzustände, verschiedene Geometrie beim Essen. Also das eine ist eckig geschnitten, das andere eher rautenartig, das andere ist vielleicht püriert, das andere ist flüssig. Und das alles, die Vielfalt auf dem Teller. Also ich meine, Essen bildet so ein bisschen auch die Vielfalt des Universums oder unseres physischen Inkarnationsraums ab. Und wenn man diese Vielfalt auf dem Teller findet, dann macht es was, dann befriedigt es wirklich. Ja, absolut. Genau Ja. so oder ähnlich ist es bei mir fast auch. Ich finde, es macht sehr viel Unterschied, ob ich zum Beispiel manche Sachen durch einen Mixer zerkleiner oder andere Sachen hobel oder schneide. Und für mich ist Essen auch sehr, sehr bunt. Und Mhm. ich esse hauptsächlich vegetarisch. Ich war eine ganze Zeit lang sogar Rohkost-Veganer, weil ich eine Zeit hatte, Mhm. wo ich gar nichts vertragen habe, nichts an Essen. Und da war Rohkost-Vegan für mich eine gute Lösung. Und irgendwann mal war aber dann, ich kann nicht richtig leben als Rohkost-Veganer, so als vollwertiger Rohkost-Veganer, weil du kannst nicht essen gehen. Und Mhm. weil selbst wenn du essen gehst, fragst du nach dem Salat, was ist da drin? Ist da ein kaltgepresstes Öl drin? Was ist da noch zusätzlich drin? Was ist das Dressing? Und tat. Man muss dir ständig Gedanken machen. Und irgendwann habe ich gesagt, ich will aber eigentlich leben. Und nicht einfach immer nur, sag ich mal, so fizzy, da rumpuppeln, was esse ich Mhm. nicht. Und habe dann langsam angefangen zu versuchen, wieder normale Kost zu mir zu nehmen. Und dabei kam auch ganz viel raus, dass das, was ich nicht vertragen habe im Ursprung, alles prozessiertes Essen ist. Also alles Mhm. ist, was irgendwie, sag ich mal, eine Inhaltsliste hat. Und dann habe ich angefangen, wirklich ganz bewusst zu kochen und Gewürze zu wählen und auch teilweise die Sachen speziell zu schneiden. Und die eine Soße schmeckt anders, wenn du es durch einen Mixer gelegt hast, sag ich mal, dieses Gemüse und so grob zerstückelt hast oder ob du schneidest. Es schmeckt Mhm. anders, ist ein Unterschied. Und ich sehe es auch so wie du, dass die Energie, die man reingibt, ganz besonders wertvoll ist. Und es gibt wirklich tolle Restaurants, wo die Köche, so wie du, aussehen, aber ich finde, es bräuchte viel, viel mehr. Vielleicht müssen wir mal eine Mhm. Aktion starten von Köchen, die einfach mit Herz und Liebe kochen und Ja, verstehen, total. dass die eine Sache, die Sachen sind, die du reinmachst, die andere Sache, wie du es zubereitest und die andere Sache, was du noch dazu gibst, welche Energie du reingibst. Und das finde ich so großartig. Ich glaube, ich muss mal zu dir zum Essen kommen. Wo ist denn die dicke Katze? In Mittelfranken in Deutschland. In Mittelfranken. Wo? Genau. Jetzt musst du schon sagen, wo genau, dass ich dich auch In finde. Markt, okay, also in Marktbergel habe ich meine Produktionsküche. Da wohne und arbeite ich. So, da ist das Haus, da ist die Garage, die habe ich jetzt zu meiner Küche umgebaut. Und ab und zu habe ich auch mal öffentliche Veranstaltungen, also Pop-up-Restaurant. Ich nehme quasi ein bestehendes Restaurant, das auch Mhm. irgendwie durch universelle Wege mir zugetragen wurde, das doch zu machen. Und da kannst du quasi vorbeikommen und normal à la carte bestellen. Oder du halt Catering, ne? Machst deinen Geburtstag mit mir oder Hochzeit oder was auch immer. Oder ich komme zum Kochkurs vorbei oder du kommst zu mir zum Kochkurs. Ja. Das heißt, wir könnten theoretisch irgendwann mal, wenn wir ein Ozeanlicht-Akademie-Event haben, dich dann einladen und dann könnten wir ja theoretisch mal gemeinsam kochen, oder? Ja So klar, voll gerne. mit der Gruppe, vielleicht findet sich da ja, Ja. sag ich mal, ein Restaurant oder was auch immer, was bereit ist, sag ich mal, seine Küche einem Schlachtfeld zu hinterlassen. Ja, das ist auch ein universelles Prinzip in der Küche. Es ist ein stetiger Kampf gegen das Chaos. Ja, Weil das ist, sobald man anfängt, in der Küche was zu machen, entsteht Chaos und muss geputzt werden oder aber ist geordnet es werden. nicht so, dass Chaos Teil der Kreation ist? Ja, Teil natürlich. der Schöpfung ist, ne? Ja. Und ist es irgendwie, dass du fühlst, dass Gewürze, sag ich mal, nicht nur Geschmack dazu bringen, sondern dass die auch nochmal einen Effekt haben auf das Essen? Einfach mal so von deiner Perspektive, dann erzähle ich meine. Ja, ja, ich glaube absolut. Ähm, Es gibt ja ganz viele verschiedene Ernährungsformen. Ich durfte da mal KPNI-tauglich kochen, da ist quasi gar nichts erlaubt, auch keine Hülsenfrüchte. Und wenn man jetzt aber in die Ayurveda oder TCM geht, da sind die Hülsenfrüchte ja ganz wichtig. Mhm. Und ich meine aber, alles wegzulassen ist vielleicht zu kurz gedacht. Vielleicht ist es wichtig,
Sachen hinzuzufügen, die das gut machen, die das Mhm. verträglich machen, die das wholesome machen quasi. Und da kommen die Gewürze ins Spiel. Weil wenn ich einen Curry koche und gebe am Anfang gleich Gewürze mit ins Öl und macht das quasi, dass der Körper damit was anfangen kann, weil da einfach noch mehr Informationen dazu kommen durch die Gewürze, dann wird daraus ein ganzes Kapitel. Ne? So sind es vielleicht nur einzelne Worte, die ich da zu mir nehme. Und wenn ich Gewürze dazu gebe, dann erzählt es mehr eine Geschichte. Also ich glaube, Essen ist viel über Informationsgehalt und Informationsaustausch, Ja, so wie das im Leben ja irgendwie auch ist. Und Gewürze enthalten alle ihre eigene Schwingung und ihre eigene Information. Hallo, kleine Irma. noch eine Katze. Ja. Und Ja. ja, ich glaube, dass das Hinzufügen von Gewürzen auch Informationen hinzufügt, die einfach das praktikabler macht für den Menschen zu verstoffwechseln. Absolut, absolut. Und ich gehe sogar immer noch ein kleines bisschen weiter. Ich gucke teilweise, was möchte ich an Informationen zu meinem Essen hinzufügen, um mich energetisch optimal zu unterstützen. Nicht nur, um Mhm. irgendwelche ungesunden Faktoren zu kompensieren, à la Ayurveda, was ich übrigens großartig finde, wenn jemand so ein bisschen ayurvedisch versteht und mitkocht. Ich nehme zum Beispiel Ayurveda als Medizin gerne dazu. Mhm. Und da gibt's wirklich so ein paar schöne ayurvedische Mittel, die einem ganz, ganz toll unterstützen in den zum Beispiel Meditations- und Heilungsprozessen. Es gibt Mittel, die jetzt vielleicht nicht gewürztechnisch gut schmecken, aber die super gut zum Beispiel die Zirbeldrüse entkalzifizieren oder gegen Bakterien und Mhm. Viren helfen. Oder zum Beispiel den Darm reinigen. Und da gibt's so schöne Sachen. Und wenn man das auch noch ins Essen packen kann, also vereinzelte Sachen, ich glaube, die wirklich potenten ayurvedischen Mittel, die nimmt man so ein, schmecken aber nicht im Essen, aber man kann sich ja unterstützen, damit man überhaupt gar nicht erst eine Disbalance findet. Also finde ich großartig, die Perspektive und das mit reinzubauen. Ähm, Ich gehe immer gerne noch ein bisschen weiter und gehe in die energetische Arbeit mit den Kräutern und in der schamanischen Heilarbeit, die ich ganz früher mal gelernt habe, ging es auch sehr, sehr viel darum, dass zum Beispiel gewisse Kräuter Eigenschaften haben, die für einen Zauber sehr, sehr positiv sind. Und so kann man zum Beispiel, um in sich mehr Licht zu bringen, zum Beispiel Basilikum und Majoran mit dazu nehmen in das Essen oder Rosmarin, um Energien in den Fluss zu bringen, ein bisschen Lavendel und Emotionen fließen zu lassen und das Nervensystem zu beruhigen oder einfach mal in die Nudelsoße ein paar Rosenblätter streuen, wenn man einfach, wenn das Herz so ein bisschen Unterstützung braucht. Und so kann man theoretisch sich, finde ich, voll gut auch unterstützen über die Information oder auch die homöopathische Information von Kräutern, nicht nur, sag ich mal, aus dem Schamanismus oder dem Voodoo und Hoodoo, sondern auch wirklich hier komplett eine Verbindung aufbauen, was ich ziemlich cool finde. Und ich glaube, deshalb von meinem Gefühl her ist es auch so, wie wir ganz, ganz früher, wo wir noch mehr verbunden waren mit der Natur, auch gekocht haben, einfach gefühlt haben, welche Informationen brauche ich denn, um, sage ich mal, mich zu unterstützen und in allererster Linie energetisch zu unterstützen und dann physisch zu unterstützen und dann zu nähren. Und das ist tatsächlich auch für mich die Pyramide, wie ich immer koche, ist die Frage, wie möchte ich mein Energiefeld unterstützen? Und das ist dann, was fühle ich, was braucht's heute? Braucht's heute warm? Braucht's heute kalt? Braucht's heute sauer? Braucht's heute salzig? Braucht's scharf? Braucht's mild? Braucht's Kokosnuss? Braucht's was auch immer? Und das dann so zusammenzumischen und das tagesindividuell. Deswegen ist für mich zum Beispiel ultra mega schwer, eine Einkaufsliste zu machen und zu sagen, so, Montag kochen wir das, Dienstag kochen wir das, Mittwoch das und wir gehen einkaufen für, weil spätestens am Dienstag wird alles über den Haufen geworfen, weil ich nur Montag weiß, was ich brauche. Und dann der Mhm. Montag arbeitet und den Dienstag formt sozusagen. Wie fühlst du das? Wie gehst du so an die Sachen ran? Ja, ich habe da gleich ganz viele Fragen dazu. Ja, Ähm, oder so. die Kräuter hinzufügen. Ja. Macht es einen Unterschied, ob ich das am Anfang des Kochprozesses oder am Ende dazu gebe? Sag mal, ich koche jetzt eine Tomatensauce und mache da die Rosenblätter rein. Sollen die ganz am Ende dazu oder ganz am Anfang oder ist das wurscht? Also ich mache beides. Ich mache beides. Ja, genau. Also, es kommt auf das Kraut an, dass manches einfach verkocht wird, weil Kochen ist ein Hinzufügen von Energie und eine Transformation dessen, was ich sozusagen koche. Und wir können das riechen. Die Nudelsuppe oder die Soße schmeckt am Anfang, wo sie noch nicht lang gekocht hat, anders als danach. Das heißt, es ist im Grunde ein alchemischer Prozess, der stattfindet. Mhm. Zudem gibt es Kräuter, die in eine Verbindung treten und auch die Konsistenz und auch die Wirkung der verschiedenen Inhaltsstoffe zum Beispiel verändern. Tomate ist ja nicht nur eine Tomate, sondern in der Tomate sind verschiedene Substanzen drin, die zum Beispiel andere Geschmäcker hervorbringen und andere nach Mhm. unten bringen. Zucker zum Beispiel oder Salz macht genau das Ähnliche. Und so putte ich, mache ich.
Englisch. Oh, furchtbar. Und so mache ich zum Beispiel manche Kräuter in gewissen Mengen schon vorher, also während dem Kochen rein. Manche brate ich auch an, wie es zum Beispiel im Ayurveda macht, dass man die Gewürze anbrät, sozusagen Feuerelement hinzufügt und dann mit Wasser das warme alchemistische Kochen, sprich Entwicklungsprozess mit dazu packt. Und am Ende aber nochmal, um die Energie rein und klar zu halten, nochmal so ein Touch-up, dass nochmal gewisse Kräuter frisch dazugegeben werden, die dann nicht mehr gekocht werden oder nur noch, sag ich mal, in Sparflamme sozusagen noch vor sich hin schmoren, aber nicht mehr wirklich kochen. Mhm. Aber also es kommt immer ganz darauf an und besonders die luftigen Kräuter, sage ich mal, wo zum Beispiel Pfefferminze, Majoran, Oregano, Rosmarin dazu gehört, also die, die ätherisch Ölgehalte haben, mache ich gerne oft noch mal im Nachhinein dazu. Oder Basilikum, weil das einfach vom Kochen her ein ganz anderes Geschmacksspektrum erschafft, als wenn ich zum Beispiel was ganz frisch dazugebe. Und dann kann es sein, dass ich es kombiniere. Ich mache auch teilweise Sachen in mein Essen, wo vielleicht erstmal für den Verstand keinen Sinn machen. Zum Beispiel, dass ich Lavendel hinzufüge zu 'ner Speise, weil ich fühle, dass Lavendel dazu gehört. Oder Rose. Oder Calendula habe ich auch schon reingemacht. In kleinen Mengen ist das ohne Probleme möglich. Einfach um die Energie zu supporten und es schmeckt. Und das ist das, was meine Gäste zum Beispiel. Ich habe jetzt kein Restaurant, aber ich habe ja auch manchmal Besuch und Gäste und die sagen immer, bei der Lia schmeckt so gut. Ja, weil einfach immer so geguckt und gefühlt wird, ne, was gebraucht wird. Also der ganze Prozess wird sozusagen von mir monitorisiert energetisch. Was Mhm. muss dazu? Und dann kann es auch mal sein, dass dann ein Stück Kakao reinkommt. Also so aus der Zeremonie-Kakao-Fraktion Mhm. sozusagen, was man normalerweise so eine Kakaozeremonie macht, kann sein, dass ich einmal so ein Stück nehme und flupp reinwerfe und sage, passt so. Oder Essig. Kann auch sein, dass ich Mhm. ganz zum Schluss einen Schluck Essig dazu mache, weil ich einfach fühle, dass die Bakterien da drin, also mit der Mutter, dann einfach auch nochmal. Die Mutter übrigens, für die, die es nicht kennen, das ist bei dem Fermentationsprozess, wo Essig eigentlich entsteht, sozusagen, dass die trüben Anteile mit in dem Essig sind und das Mhm. einfach reingegeben wird. Das verändert auch, wenn man es nochmal am nächsten Tag erhitzt, auch nochmal die Konsistenz und die Qualität. Also mir ist auch super wichtig, dass das Essen Leben in sich trägt. Leben in Form von Mhm. Energie. Weil das fühlt man auch, finde ich, ganz doll den Unterschied. Total, ja. Ah, Ja, das ist schön. Das bestätigt so auch meine Herangehensweise. So komplett intuitiv. So Rezepte, ja, sind eher so Guidelines, wo man sich da dann hangeln kann oder auch nicht. Ähm, aber so am Anfang ein bisschen was dazu, die Information dazugeben und am Ende nochmal die Information verfeinern, dass das stimmig ist. ja, ich finde es auch unglaublich gut, teilweise roh und gekocht zusammenzubringen. Mhm. Das finde ich auch teilweise richtig, richtig gut, dass dann sowas wie ein halbwarmes Essen entsteht. Und also gerade wenn man zum Beispiel Gemüse hat, wo man weiß, es sollte man nicht unbedingt so viel erhitzen, wie zum Beispiel Schwarzkohl oder Grünkohl. Ist ja auch so sowas, wo ich einfach fühle, die Information ist so schön da drin. Die geht verloren, wenn man sie kocht. Und dann aber Mhm. sagt, okay, ich mache jetzt ein paar Süßkartoffeln im Ofen und gar die nur zur Hälfte, dass die in der Mitte noch so knackig sind und außen so ein bisschen weich werden. Und dann packe ich die zum Kale und pack das zusammen und habe da sozusagen was warm ist und was kalt ist, was ich erhitzen kann, wo sich nicht stark verändert und was, wo ich die Nährstoffe und sowas erhalten möchte. Und das kann ich Mhm. nur machen, wenn ich einfach fühle und experimentiere. Auch was brauche ich heute? Und dann gibt's aber auch Mhm. Tage, wo man fühlt, eigentlich gar nichts zu essen. Vielleicht Mhm. nur eine Mahlzeit am Tag zu essen. Und dann ist die Mahlzeit vielleicht sogar nur ein Saft oder ein Smoothie. Und am nächsten Tag gibt's dann, klingt jetzt blöd, vielleicht eine dicke Pizza. Kann auch sein.